Eine Sache, die hier bei diesen Exchanges natürlich spannend ist in die Exchange-Tokens selbst zu investieren. Und da hat man in den letzten Monaten und Jahren fette Renditen gemacht. Binance war einer der wenigen Coins, der Bitcoin outperformt hat. Huobi Token, einer der wenigen Coins, der Bitcoin outperformt hat. KuCoin Shares, wenig, die outperformt haben. Dritte Gruppe vom ganzen DeFi-Bereich sprechen wir über Tauschbörsen, Exchanges. Hier habe ich eine extrem spannende Liste, und zwar das ist eine Liste von den größten Exchanges und wie viel Umsatz, also wirklich Revenue, pro Tag in Millionen US-Dollar diese Exchanges machen. Und Binance ist hier ganz vorne mit dabei, 3,5 Millionen US-Dollar Umsatz pro Tag. Extrem krass, wenn man sich das mal überlegt. Ja, andere große Exchanges, also wenn ihr jetzt mal einfach mal durchschaut, Bitdump, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Poloniex, Gemini, also extrem groß, was hier an Gewinne gemacht werden, an Umsatz gemacht wird. Eine spannende Frage vielleicht, die man stellen könnte, was glaubt ihr denn, wie viel Profit, wie viel Gewinn Binance seit Entstehungsgeschichte gemacht hat? Und Entstehungsgeschichte bei Binance sind jetzt 2,5 Jahre. Was denkt ihr, wie viel Gewinn? Binance von 0 auf 2,5 Jahre, wie viel Gewinn haben die gemacht? Bitte. Ganz genau, 1 Milliarde US-Dollar Gewinn, müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viele Unternehmen kennt ihr denn überhaupt weltweit, die von 0 auf 1 Milliarde Gewinn in weniger als ein paar Jahren das Ganze machen? Also extremst krass. Man muss aber natürlich auch sagen, Exchanges, Tauschbörsen sind so ziemlich die einzigen profitablen Unternehmen derzeit im Kryptomarkt. Mining-Unternehmen kann man noch ein bisschen dazu nehmen, aber selbst die haben teilweise extreme Probleme. Die Tauschbörsen sind wirklich die profitabelsten Unternehmen derzeit überhaupt im ganzen Kryptomarkt und so ziemlich die einzigen. Und jetzt mal auch so ein bisschen vielleicht so Lektion. Hätte man mich vor 3 Jahren gefragt, Julian, was glaubst du, was wäre jetzt gerade so das interessanteste Unternehmen? Ich hätte nie auf Tauschbörsen getippt. Und der Grund war, weil es damals schon so viele große Tauschbörsen gegeben hat. Und mit Coinbase, mit Kraken, mit Bittrex und so weiter, wenn man sich hier den gemeinsamen Faktor anschaut, von den richtig großen Coins hier, was war das Erfolgsrezept von diesen extremen neuen großen Coins hier? Was war das Erfolgsrezept im Vergleich zu vielen anderen? Kraken, Coinbase ist hier nicht mal drauf, Gemini, ganz hier. Das sind eigentlich die großen, soliden, die wurden nie gehackt oder wissentlich nie gehackt. Was war das Erfolgsrezept von diesen Coins hier? Von diesen Exchanges. In den Graubereich reinzugehen. So viele Coins wie möglich zu listen, ja nicht reguliert zu werden und im Prinzip genau in diesem Bereich zu arbeiten. Und das war eigentlich im Prinzip das, was ich damals überhaupt nicht irgendwie erwartet habe, dass das der profitabelste Bereich sein wird, dass man hier in diesen Graubereich reingeht. Aber das hat sich rückblickend genau als die Goldgrube ausgesehen. Für mich zurzeit auch zum Beispiel der Kritikpunkt, den Binance zurzeit ein bisschen macht. Binance geht zurzeit eher in den regulierten Bereich immer mehr rein. Binance, wenn du mich vor 3 Jahren gefragt hättest, wird eine Exchange erfolgreich sein, die kein Euro in Krypto oder kein Dollar in Bitcoin anbietet, ob die je erfolgreich werden kann, hätte ich gesagt, nee, wird nie erfolgreich. Krass, war Binance genau das gemacht. Und am Ende des Tages war das genau das Erfolgsrezept von vielen dieser ganz großen Exchanges. Und einige dieser Exchanges machen meiner Ansicht nach zurzeit so ein paar Sachen fragwürdig, dass sie plötzlich in diesen regulierten Bereich reingehen. Ich habe von mir da ein bisschen draus gelernt, zum Beispiel für meine eigene Firma, ich möchte so wenig wie möglich in den regulierten Bereich gehen und schiebe lieber Sachen, die reguliert sind, an Partner. Eigentlich alles Sachen, die Binance früher gemacht hat. Und jetzt wollen sie das alles ein bisschen selber machen. Vielleicht sagen sie, wir sind groß genug, wir können das. Bin gespannt. Ja, interessant, das auch einfach mal aus unternehmerischer Sicht ein bisschen zum Reflektieren und auch so ein bisschen anzuschauen. So, und jetzt wäre die Idee, dass man sagt, okay, das sind alles zentralisierte Exchanges, lass uns das Ganze dezentralisieren. Und dann hätten wir folgende Möglichkeit, wenn wir das dezentralisieren, könnten die Einnahmen mit den Leuten geteilt werden, die praktisch die Liquidität für diese Exchange kreieren. Und was meine ich damit? Na, stellt euch das folgendermaßen vor, wenn ihr heute Euro in Dollar tauscht, dann geht ihr zu einer Bank zum Beispiel und tauscht die dort. So, jetzt muss die Bank die Dollar bereithalten. Das heißt, sie muss euch die Liquidität hier dafür zur Verfügung stellen. Naja, im dezentralen Bereich würde das genau gleich funktionieren. Da würde dann halt ihr einen Coin die Liquidität zur Verfügung stellen. Polkadot will genau an sowas zum Beispiel in Zukunft auch ein bisschen ansetzen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das ausschauen könnte. Ich glaube, dass in Zukunft diese dezentralen Exchanges nicht so ausschauen, wie man sich heute zentralisierte Exchanges vorstellt, nämlich dass die alle da sitzen und man geht da drauf und wartet auf diesen Plattformen, sondern es ist eher wie so eine Bank, dass man sie so transaktionell nutzt.
Ich will jetzt von einer Währung in die nächste und brauche halt diesen Knotenpunkt, wo ich rüberspringen kann. Und dieser Knotenpunkt verlangt für dieses Rüberspringen einfach einmal Geld. Und das wäre natürlich dann interessant, dass man hier dann ja, schön an Margen reinfährt. Man muss aber natürlich sagen, dezentrale Exchanges sind zurzeit komplett uninteressant. Weniger als 2% der Leute nutzen dezentrale Exchanges. Der Hauptteil wird über zentralisierte Exchanges genutzt. Und man sieht hier wieder ganz genau, warum. Es ist einfach, die Zentralisierung ist deutlich effizienter. Es ist bessere Preisfindung, es geht schneller, ich habe ein besseres Preismatching, ich habe deutlich günstigere Gebühren. Und aus dem Grund gewinnen hier einfach die zentralisierten Exchanges. Man muss dann aber sagen, es ist die User Experience teilweise bei zentralisierten Exchanges oft gar nicht so einfach. Ich muss mich registrieren, ich muss KYC machen, ich muss mich verifizieren, identifizieren und so weiter. Das könnte bei dezentralen Exchanges einfach deutlich schneller und einfacher werden als Gesamtprozess, weil hier könnte einfach eine Transaktion passieren und diese Transaktion erlaubt mir, von Bitcoin in Ether zum Beispiel zu kommen. Und das wäre eine relativ schöne Möglichkeit. Binance pusht hier ja extrem auch jetzt voran. Ich glaube, die checken das schon auch, dass sie sagen, okay, wir sind zwar der Winner derzeit bei den zentralisierten Exchanges, aber wir dürfen hier nicht komplett nachlassen und die geben hier zurzeit ziemlich Gas und versuchen das auch ein bisschen zu pushen. Man muss aber einfach auch sagen, und das ist einfach, glaube ich, so eine faire Reflexion, zurzeit Cashflow aus diesen Exchanges zu bringen, genau wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist noch nicht wirklich relevant und interessant. Eine Möglichkeit, wo es zurzeit gehen würde, und das ist aber auch finanziell nicht wirklich spannend, wäre, dass man auf Bitcoin bleibt und hier in die Second Layer reingeht, und das wäre hier das Lightning Network. Hier könnte man als Hub, als Knotenpunkt, das sind weniger als 1% pro Jahr, an Rendite verdienen. Also es ist nicht der Rede wert. Ja, ich möchte es hier einfach mal als der Vollständigkeit auflisten. Eine Sache, die hier bei diesen Exchanges natürlich spannend ist in die Exchange-Tokens selbst zu investieren. Und da hat man in den letzten Monaten und Jahren fette Renditen gemacht. Binance war einer der wenigen Coins, der Bitcoin outperformt hat. Huobi Token, einer der wenigen Coins, der Bitcoin outperformt hat. KuCoin Shares, wenig, die outperformt haben. Jetzt aber auch aufpassen, ich würde nicht einfach blind in jeden Exchange-Token rein investieren. Es braucht auch einen guten Use Case und die Exchange muss innovativ sein. Eine Sache, die hier halt zusammenhängt, ist, und das würde ich jetzt auch ganz besonders aufpassen, China macht zurzeit extrem auf. Und all diese Exchanges und die Coins sind natürlich sehr, sehr China-lastig eigentlich, denn es sind eigentlich alles chinesische Token. Auch bei uns, zum Beispiel bei Cake, mein Co-Founder, seine Eltern sind Chinese, spricht perfekt Chinesisch. Jetzt, wo vor einer Woche der ganze chinesische Markt aufgegangen wieder ist, wir werden extremen Fokus auch auf China legen, ist ja auch eine perfekte Teilung. Ich spreche Englisch-Deutsch, er spricht Englisch-Chinesisch, ist ja perfekt, in welche Richtung hier das Marketing dann auch geht, beziehungsweise wo wir die Nutzer auch ansprechen wollen. Und ich glaube, dass das etwas ist, das gerade bei diesen Exchange-Token extrem spannend als Gesamtes sein kann. Also ich würde mir auf jeden Fall anschauen, wenn du Projekte zurzeit hast, die was du im DeFi-Bereich findest, die gute Coins haben, die eine gute Nutzer-Audience ansprechen, in dem Fall ist es zufällig jetzt gerade eben der asiatische Markt, könnte spannend sein, aber auch das eine oder andere, das ist wahrscheinlich zurzeit im ganzen Exchange-Bereich wahrscheinlich das Spannendste zurzeit zum Investieren, weil eben die unterschiedlichen Sachen hier noch nicht wirklich so möglich sind. Schauen wir uns mal an, wie das über die nächsten Monate und Jahre ausschaut, wahrscheinlich eher Jahre, wenn dezentrale Exchanges hier ein bisschen stärker werden.